Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Disclaimer. Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Die 1970er Jahre scheinen sich zu wiederholen. Damals ist Gold in gut einem Jahr 1979 von 200 Dollar auf 850 Dollar gestiegen und haben die größte Goldaktienrallye aller Zeiten ausgelöst. Gleiches scheint sich jetzt wieder zu wiederholen, nur mit einer Null mehr hinter dem Goldpreis. Dazu kommen noch Goldaktien, dass so heute Goldaktien fundamental niedriger bewertet sind als heute. Also es sind unglaubliche Zutaten, insbesondere für Goldaktien. Und wenn Sie sich die Situation mal einschalten, die scheinen wirklich identisch zu sein. Also hier 1970 hat es mit 35 Dollar gestartet, ging auf 200, hat dann auf 100 Dollar korrigiert und ist dann auf 850 gestiegen. Wir haben eigentlich was Ähnliches gehabt. Wir hatten eben diesen Anstieg hier auf quasi, sage ich mal, circa 2000 Dollar, also 200 mal 10, also im Prinzip eine Null mehr. Dann ist es mehr oder weniger auf 1000 korrigiert. Dann hat es sich langsam wieder hervorgearbeitet zum alten Hoch 2000. An der Stelle sind wir jetzt. Und danach kam diese absolute Eruption. Nach dieser These müsste es dann auch auf 1500 Dollar steigen, wenn das gleich oder ähnlich laufen sollte. Nun wissen wir, da sind viel mehr Gelder gedruckt und die Nachfrage nach Gold ist diesmal global. Damals waren sie nur nicht auf die USA und einige andere Staaten zentriert. Könnte also theoretisch noch höher gehen. Unabhängig davon, wie das jetzt kommt. Was auf alle Fälle jetzt sofort kommt, ist die Beendigung der extremen Unterbewertung von Goldaktien. Das ist die eigentliche große Chance. Also im Grunde genommen hat es kaum Bedeutung, wenn jetzt Gold auf 2300, 2500 steigt, aber eben für Goldaktien. Die erreichen jetzt eben auch schon teilweise ihre Zündpunkte und gehen hoch. Und ich denke mal, wenn es noch ein paar Dollar höher steigt, haben wir eine unglaubliche Goldaktienmania. Ja, also ich denke mal, es wiederholt sich und ich habe hier unten, die kennen Sie ja auch aus der Vergangenheit, Zahlen nochmal eingeblendet, was 1970 passiert ist. Da sind eben solche diese Pennygold-Aktien, hier sehen Sie es von 5 oder 10 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Also man könnte sagen, mehr oder weniger aus 1000 Dollar konnte man durchaus nicht selten eine Viertelmillion machen. Und das steht, wie gesagt, meiner Meinung nach in keiner Relation zum Gold- und Silberpreis selbst. Um ein Vermögen zu machen, denke ich mal, ist die Wahl, sind eher Goldaktien, Silberaktien und Gold und Silber ist es eben das Vermögen zu erhalten. Also eine unglaubliche Chance, die historischen Beispiele geben es her und es könnte ziemlich extreme Ereignisse jetzt vorn stehen. Ja, hier nochmal ein angehender Goldproduzent, Kanada, hohes Risiko. Das Unternehmen hat drei Gebiete in einem guten Gebiet. Moss Lake verfügt über 1,47 Millionen Unzen und 2,51 Millionen abgeleitete historische Goldressourcen. Anvisierte jährliche Produktion sind 100.000 Gold, Bohrergebnisse mittlerer Grad 1,44 Gramm pro Tonne auf 72,8 Meter und 1,19 Gramm Gold auf 163 Meter. Weiteres Explorationspotenzial im Moss Lake Trend. 7 Kilometer Abstand zwischen Moss Lake und Eastern Coilerstrom sind noch derzeitig nicht erkundigt. Mehrere Goldvorkommen bereit für Folgearbeiten. Sie sehen auch, das Unternehmen hat seinen Boden gefunden, ist dabei wieder auszubrechen, hat einen extrem hohen Potenzialfaktor und dementsprechend ziemlich viele Ressourcen. Ähm, ja, also das Ganze ist auch eine aktuelle Meldung hier vom 14. März. Das Unternehmen freut sich, die Untersuchungsergebnisse eines laufenden 100.000 Meter Bohrprogramms auf dem Projekt Moss Lake im Nordwesten von Ontario, Kanada, bekannt zu geben. Höhepunkte sind die Ergebnisse von 7 Bohrlöchern, haben breite Zonen mit Goldmineralisierung bestätigt, die mehrere eng beieinander liegende hochgradige Scherflächen in zu verunreichenden ähm,
nochmal, mehr eng beieinander liegenden hochgradigen Scherflächen in zuvor unzureichend bebohrten Bereichen enthalten, mit dem besten Abschnitt hier 0,86 Gramm pro Tonne auf 120 Meter, darauf kommt es an, ist eben große Fläche, und 1,33 Gramm pro Tonne Gold auf 54 Meter. Also da ist jede Menge Aktivität. Es ist eben auch ein angehender Produzent, das ist das Interessante. Es ist ein absolut sicheres Rechtsgebiet. Ontario ist absolut wunderbar und Potenzial ist auch eben ziemlich groß und könnte dementsprechend enorm profitieren und das Explorationspotenzial ist auch vorhanden. Sicherlich mal ein Unternehmen, das man sich angucken kann, gehört meines Erachtens so zu dieser Kategorie irgendwo zwischen moderat und hohem Risiko. Ja, hier nochmal, was wir glauben, was als nächstes vor uns liegt. Wir glauben, es liegt eine Goldaktienrallye in den nächsten 6 bis 9 Monaten vor uns, der im Wesentlichen von den Anstieg von Silber initiiert wird. Also der Anstieg von Silber auf 37 Dollar Mitte des Jahres bis Jahresende vielleicht 50 Dollar. Das dürfte eine Goldaktienrallye auslesen. Hier auf der rechten Seite am roten Ausbruch hier markiert. Das würde dann eine Gold-Silber-Rallye bis 50 Dollar machen und das würde eben zu dieser Goldaktienmania führen. Dasselbe hatten wir hier 2010, das sehen Sie hier. Und es sind circa 8 Monate ist die Rallye gewesen. Deswegen glauben wir auch, dass es mehr oder weniger sich jetzt hier um 8 Monate handelt. Einen ähnlichen Spike hier wie 2011. Und Sie sehen, wie Penny-Gold-Aktien darauf reagieren können auf der linken Seite. Hier bei der letzten Goldaktienanstieg hier von der Corona-Krise bis Anfang 2021 ist die Aktie von 2 Cent auf 36 Dollar gegangen, hat dann ihre Gewinne wieder abgegeben, ist aber dabei auszubrechen. Also die reagieren sehr, sehr heftig auf diese Entwicklung. Und wenn wir, sage ich mal, 50 Dollar Silber sehen, kann eben diese Aktie ganz, ganz leicht mindestens, denke ich mal, über 1 Dollar sein und auch noch weit darüber hinaus. Und das sind eben ganz, ganz große Chancen, die man mit Gold und Silber alleine nicht machen kann. Ja, warum sind Goldaktien so interessant? Das ist eben diese extreme Unterbewertung, die man mehrfache extreme Unterbewertung, das muss man so nennen. Auf der rechten Seite sehen Sie das Verhältnis Goldaktien Gold und da sehen Sie, dass seit 1996 Goldaktien strukturell im Bärenmarkt sind, von einigen Bärenmarkt-Rallyes unterbrochen, wie zum Beispiel 2011 hier am roten Pfeil markiert. Das war eben hier diese Silber Rallye hier von 2011, aber auch nur hat nur eine kleine Entwicklung gebracht, ist dann noch weit, weit viel, viel tiefer gefallen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Silber Rallye kommen, müsste das eigentlich eine Magnitude mehrfach dieser Verhältnis schon von 2011 sein. Allein das ist schon eine extreme Unterbewertung. Und dann kommt eben auch noch zu, wenn Sie in Penny-Goldaktien, Junior-Goldaktien investieren, die sind auch noch im Verhältnis zu Senior-Aktien komplett unterbewertet. Das heißt, wenn sich hier der Markt in die andere Richtung wehen, haben Sie sozusagen zwei Hebel mit extremem Potenzial. Deswegen sind wir im Goldaktiensektor und deswegen haben wir durchaus die berechtigte Hoffnung, wenn man da einige hunderttausend Goldaktien dieser Art gut verteilt, gute nachkauft. Man kann vielleicht ein paar hunderttausend von diesen Goldaktien kaufen und das könnte dann am Ende eben der Dollarbetrag draus werden. Also das ist die große Chance, dass die Penny Stocks Aktien im Schnitt durch diese Rallye in den 1 Dollar Bereich oder natürlich hoffentlich viel, viel mehr gehen. Aber das ist, sage ich mal, so ein Ziel, das möglicherweise realistisch ist, wenn jetzt Gold auf 2400 steigt vielleicht und Silber in der Richtung 50. Das könnte schon, das wäre sehr erheblich für die Goldaktien, weil die eben so extrem unterbewertet sind. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, also das ist dann danach, wenn die Goldaktien gestiegen ist. Was macht man mit diesem Geldgewinn? Ganz klar, das Minenrisiko dürfte zunehmen, weil die Politiker sich in den produzierenden Ländern zunehmend dafür interessieren. Es kann verstaatlicht werden, geschlossen werden, sonst was. Deswegen sollte man relativ früh aus den Gold- und Silberaktien rausgehen und wahrscheinlich am besten in Sachwerte gehen, mehr physisches Gold und Silber kaufen. Man schützt sich dann auch von möglichen systemischen Risiken.
Und Goldaktien sind dann ja auch nicht mehr billig. Dann gibt es keinen Grund eigentlich mehr im System zu sein. Jetzt gibt es noch im Grunde genommen einen Grund im System zu sein, weil Goldaktien eben spottbillig sind. Man könnte das auch, wir haben das an anderer Stelle auch nennen, der letzte Move der Matrix. Und dann kann man die Matrix verlassen in einer gewissen Art und Weise. Ja, man muss im Grunde genommen sich bewusst machen, dass wir hier verschiedene Ereignisse haben. Ein Ereignis ist jetzt wahrscheinlich der moderate Anstieg von Gold und Silber mit einer überproportionalen Goldaktienrallye. Dann kann man zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen. Dann werden irgendwann Gold und Silber auch ihre Maximalwerte, die ja Experten berechnet haben, selbst erreichen. Also Silber, Gold bei 8.000, Silber irgendwo 200 bis 400 Dollar, heutige Kaufkraft wohlgemerkt. Ab diesem Punkt muss man das dann umsteigen in wieder Produktivität, vielleicht Top-Fonds, Top-Aktien, je nachdem, was für eine Dynamik sozusagen wieder entsteht. Und wenn man das einfach dann mal überlegt, man investiert aktuell 200 Dollar, macht vielleicht eine Ver-25-fachung mit Goldaktien, eine Vervierfachung mit Gold und Silber selbst. Und wenn da die Überbewertung eintreten ist, dann wieder vielleicht mit Top-Fonds oder Standardaktien käme langfristig auf einen enormen Wert, 1 Million Dollar. Ähm, Kaufkraft, das ist natürlich eine enorme, ähm, äh, also es ist ein enormer Betrag. Aber 1980 wäre das eben auch möglich gewesen. Denken Sie an die Goldaktien, die ich Ihnen gezeigt habe. Da sind viele mindestens um das Hundertfache gestiegen. Also zum Beispiel aus 1.000 Dollar hätte man also eben 100.000 Dollar machen können mit diesen Goldaktien und dann hätte man das reinvestieren können in Top-Fonds. Und ja, viele Top-Fonds haben sich dann, als diese Inflationsphase 1980 vorbei war, also normale Standardaktien etc., haben sich um das 50-fache zwischen 1980 und dem Jahr 2000 gestiegen. Und dann hätte man vielleicht aus seinen 100.000 langfristig eben 5 Millionen machen können. Und das eigentlich nur mit ja, eigentlich zwei Bewegungen. Einmal Goldaktien kaufen, jetzt am Tief, damals eben am Tief, also als Gold noch 200 Dollar oder darunter war. Und dann im Grunde genommen bei 850 Dollar die Goldaktien verkaufen und dann die Assetklasse wechseln und dann Topfonds und Standardaktien nehmen. Also im Grunde genommen brauchte man damals in den 1980ern keine Unze Gold und Silber in die Hand nehmen, sondern man wäre mit dem Wechsel zwischen Goldaktien und Standardaktien, Topfonds einfach viel besser gefahren. Das mag heute nicht gelten. Heute würde ich auch dazu empfehlen, die Goldaktiengewinne, wenn sie dann kommen, zum Beispiel nutzen, mehr Gold und Silber zu kaufen, damit man einfach nicht von den Verhältnissen im Bankensystem so abhängig ist, sondern eben noch Optionen hat, wann und wie man einsteigt, dann sozusagen. Das rekonvertiert, dann irgendwann ist der Gold- und Silberboom vorbei, wird vermutlich extreme Maximalwerte haben und das ist eben ein Zeichen, dass man die Assetklasse wechseln muss. Ja, der 1000-Becker-Report. Wir versuchen das nach moderaten und sehr hohen Risiko dieser Aktien zu ordnen, den Potenzialfaktor soweit möglich zu berechnen, haben eine Exit-Strategie entwickelt, also was zu kaufen ist, wenn eben dieser Goldaktienboom vorbei ist. Ähm, also das finden Sie verlinkt bei mir unten im YouTube anhand, da können, falls Sie sich für den Report interessieren. Einlage von Gold und Silber in der Einkaufsgemeinschaft. Das Unternehmen ist immer an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung schon zum Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht können Sie es auch wieder verkaufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben, wenn Ihnen das soweit, wie gesagt, gefallen hat. Dann würde der Algorithmus das auch anderen an diesem Thema interessierten Zuschauern vorschlagen, dieses Video. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen nochmal schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal.